Wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen, was der Tag so mitbringt. Uiuiuiuiui. Ja, das Außen scheint heute eine Rolle zu spielen. Wie sieht man dich? Wie siehst du die Welt? Wie nimmt man dich wahr? Irgendein Ansporn von außen, der mit etwas zu tun hat, das deine Neugier weckt. Ja, das kann hier ein Gespräch sein, ein Impuls für dich, der aus dem Alltag kommt und dir sehr viel Glück mitbringt. Also hier geht es tatsächlich um eine kreative Energie, die dich aus einer Stagnation rausbringt, in die Bewegung rein. Das Weiterkommen ist angezeigt, die Blumen. Hier kann auch sein, dass du außen irgendwie jemand triffst, der dich einlädt, der dir eine gute Nachricht zukommen lässt. Ich sehe dich unterwegs sein oder uns vorankommen. Wir können hier etwas beenden heute. Ich glaube, dass es mit der Außenwahrnehmung zu tun hat. Ich vermeide das ja, wo ich kann, dass ich mich groß vom Außen beeindrucken lasse. Aber es passiert natürlich immer wieder. Es sieht aber hier so aus, als wäre das so, dass dich irgendetwas nicht mehr juckt, was von außen kommt. Und du so bedingungslos deinen Weg weitergehen kannst. Wie gesagt, hier kann es möglich sein, dass du heute irgendjemand triffst, dass du vom Außen einen Impuls kriegst, der deinen Ohren sehr gut tut. Oder aber, dass du irgendwie mit Einladungen und Geschenken rechnen darfst. Irgendetwas, das ganz gut für dich ausgeht oder für uns. Wir haben von den Krafttieren den Drachen gekriegt. Hier geht es darum, etwas zu befreien, etwas zu entfesseln, hier wieder in Fahrt zu kommen. Das ist jetzt auch sehr treffend, denn hier unten, wo der Umbruch ist oder das Ende, die Beendigung, haben wir vom Drachen die Botschaft, dass er ankündigt, dass unser Leben eine grundlegende Erneuerung erfahren will, dass sich das wahre Potenzial entwickelt, dass sich wunderbare Aspekte offenbaren und dass irgendwie eine neue Kraft in uns kommt. Und das, was man in sich selber so entwickelt hat, das möchte in neue Bahnen gelenkt werden. Da kommt ein bisschen die magische Seite des Lebens mit und damit verbunden auch ein mächtiges Potenzial, welches einhergeht mit der Achtsamkeit und dem Respekt vor der Schöpfung, also vor dem Außen. Hier wird einem auch das Mitschöpfertum klar. Man versteht, dass man die Welt und die Realität auch mit erschafft und dass man eben mit dieser Kraft auch in der Lage ist, etwas zu verändern. Der Drache bringt an sich unerschöpfliche Kraftquelle und das Potenzial, welches in einem liegt, zu leiten, zu lenken und auch zu nutzen. Also das Ganze dann auch in eine kreative Energie zu lenken. Hier wird gesagt, dass man allein durch die Konzentration ein ganz großes Kraftfeld aufbauen kann. Und es geht darum, die Kräfte in einem selber zu meistern. Hier hat man auch die Ausdauer, den Schutz, die Erkenntnis, Energien in Balance zu lenken. Also von keinem zu viel, aber auch von keinem zu wenig. Ja, hat sich eine umgedreht, das ist hier die Libelle.
Und das passt sehr gut dazu. Hier geht es um einen Weltenwechsel. Hier unten haben wir als Ende den Sarg. Da ist immer etwas, was ja, ein Ende bringt, etwas Neues erblühen lässt. Und hier haben wir auch noch Phönix, ne? Die Libelle und der Phönix. Das wiederum ist auch sehr spannend, denn wir haben hier das Außen dabei. Und bei der Libelle geht es einfach darum, dass man wieder an die Selbstliebe kommt, dass man seine eigene Schönheit erkennt, das Licht in einem, dass einen die anderen sehen und dass sie einen auch gern sehen, weil sie das Ganze sehen. Hier ist die Libelle auch von sehr viel Glitzer umgeben. Und dieser Glitzer soll dich an das göttliche Licht in dir erinnern. Und eben, ja, dass man dich so wahrnimmt, wie du bist, dass du den Weg der Selbstliebe weitergehen kannst, bis hin, dass der Phönix dann aufsteigt. Hier geht es auch beim Phönix nochmal drum, an das Thema Werden, Sein und Vergehen hinzugucken. Phönixzeit ist im Prinzip Wandlungszeit. Hier haben wir alles mit drin. Die Befreiung von etwas durch einen Wandel. Und der Phönix bringt dir auch mit, dass du ganz viel erlösen kannst. Das mag mit deiner Außenwirkung zu tun haben, wie du dich selber fühlst und wo du auch hier neugierig wieder, ja, dein eigenes Licht erstrahlen lassen kannst, ohne auf irgendwelche Defizite zu gucken. Also einfach die Augen auf die Schönheit zu richten in jedem. Und egal, was dich hier beeinflusst, ne? Die einen wiegen zu viel, die anderen haben graue Haare, die anderen haben, was weiß ich, Falten. Hier geht es darum, dass du nicht mehr bist, wer du warst, egal wie du im Außen aussiehst. Und dass du diesen Gedanken über dich, der vielleicht auch schlecht oder mit sehr viel schlechten Gedanken oder Worten behaftet ist, die du über dich selber richtest oder die anderen, ja, dass du einfach nicht mehr der bist, der du warst und dass die Lebenskraft zunimmt für die Sache oder für die Eigenschaft, die du jetzt bist. Also es ist nicht mehr so wichtig, was das Außen dir aufzeigt. Es ist wichtig, dass du selber zu dir findest, zu deiner eigenen Wahrheit, dass du den Weg der Selbstliebe gehst. Und hier entfesselt sich etwas, wo du lange Zeit mit dir gehadert hast, dass du jetzt wandeln kannst, ne? Ich glaube, dass da auch ein Teil von einem, den man lange gelebt hat, jetzt so langsam sich verabschiedet. Oder ja, wo ein Kapitel sehr lange gedauert hat, der Beurteilung oder Wertung, das kann es ja auch sein. Also man hat irgendetwas über dich gedacht und du hast es angenommen und warst so in deiner Bewegung sehr ausgenockt, ne? Weil das prägt ja auch. Ja, mal als Schlusswort vielleicht noch, dass man mit jedem Lebenskapitel immer mehr zu dem wird, der man in Wirklichkeit ist. Da geht es dann nur noch um das rohe Sein, um das Licht in einem. Ich glaube, das lassen wir hier so stehen, weil es sehr treffend ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch. Bis morgen.